Horrido, Freunde! Heute geht's mal wieder mit Sluban auf die Jagd. Aber wir wechseln die Katze. Willkommen in der Nordenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, wir wechseln heute die Katze. Wir gehen auf die Jagd, aber nicht mit dem Jagdpanther. Ich habe euch vor geraumer Zeit das 2 und 1 Set von Sluban vorgestellt. M38 0859 Panther bzw. Jagdpanther. Ich habe den Jagdpanther gebaut und war ziemlich überrascht von diesem tollen Set. Und da Sluban eine neue Katze rausgebracht hat, bauen wir heute diese und auch in der Jagdversion. Wir bauen nämlich heute den schwersten Panzer des Zweiten Weltkriegs. Wir bauen heute das Sluban Set M38 B980, den Tiger 2, den im Volksmund genannten Königstiger, beziehungsweise hier den Jagdtiger mit seiner 128 mm Kanone. Ich bin richtig gespannt, ob dieses Fahrzeug genauso cool ist wie der Jagdpanther. Was wir hier noch dabei haben, sogar eine russische Kanone. Also Freunde, kommt mit mir jetzt auf den Bautisch. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Ja, Freunde, da haben wir von Sluban das Set M38 B0980, 930 Teile schwer, Altersempfehlung von 6 bis 14 Jahren mit 4 Minifiguren, unseren Tiger 2 bzw. Jagdtiger hier in der 2 und 1 Version in der WW2 Army Serie. Dazu haben wir dann noch eine russische Artillerie oder Pack, schauen wir uns an. 2 der Figuren sind deutsch, 2 der Figuren sind russisch. Hier mit Mosin Nagant, hier PPSH und da Sturmkarabiner bzw. Sturmgewehr. Ich bin nicht so ganz der Freund dieser kindlichen Soldatenfiguren, geschenkt. Ja, Terminus hier des Designs ist irgendwie Winter 44, 45, würde ich sagen. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir nämlich beide Modelle, den Jagdtiger, der 31,4 cm lang wird, und den Tiger 2, der dann etwas länger ist, 32,2 cm. Und dort haben wir dann auch die Kanone dabei. Vielleicht brauchen wir sogar Teile von der Kanone hier. Wir bauen ihn hier. Sollten Teile über sein, bauen wir die natürlich auch. Ja, Freunde, ich bin gespannt, was sich hier alles im Karton verbirgt. Es sind ja etwas andere Farben, als wir sie bei Lego oder Kobi kennen. Finde ich aber gar nicht schlimm, denn ich finde es immer ganz gut, wenn sich so ein Panzerfahrzeug von den anderen Steinen aus eurem Mock etwas abhebt. Denn Häuser waren ja nicht alle gleich braun, das Grün war nicht alles gleich grün. Also das wäre vielleicht im Idealfall schön gewesen, tarnungstechnisch, aber das Gras hat nicht die gleiche Farbe gehabt wie der Panzer. Deswegen finde ich dieses Set hier echt angenehm. Und beim Jagdpanther war das wirklich so, dass die Qualität der Steine richtig gut war. Die Aufkleber waren vielleicht ein bisschen blöd und dass er nicht so gut sich gefahren hat. Aber Freunde, schaut dazu das Video oben auf der Ecke. Jetzt ja viel wichtiger, was versteckt sich in diesem Karton, Freunde? Ein kleiner Zaubertrick und dann sehen wir es. Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt des Kartons hier auf dem Bautisch, wieder typisch chinesisch mit Henkel und Einschubfach. Wir haben 15 Bautüten, die nummeriert sind. Wir haben eine DIN A4 Anleitung auf Papier, Klammer gebunden, und wir haben wieder einen sehr großen Stickerbogen auf Clearfolie, sogar wo wir hier Kabel angedeutet haben, beziehungsweise Traversen bzw. Stahlkabel. Da habe ich nicht so Bock drauf, aber schauen wir uns das zum Schluss an. Wir haben eine typische Sluban-Anleitung. Hier sehen wir die Bautüten nummeriert, wie wir sie brauchen. Wir haben hier eine Farblehre. Hier sehen wir, wie wir die Figuren zusammenbauen. Und wir bauen von Baustep 1 farblich. Was wir bauen, was gebaut wurde, wird etwas farbentsättigt bis zum Bauschritt 62. Da sehen wir dann, wie der Tiger 2 fertig ist. Und dann habe ich das Pech jetzt, weil ich nun mal den Jagdtiger baue, dass ich von 62 bis 102 mir die Steine zusammensuchen muss. Dann ist nämlich der Jagdtiger fertig. Wir sehen oben immer die Teile und Pfeile weisen uns den Weg. Bei Sluban sind die Papieranleitungen immer ein bisschen dünner. Die Steine, ja, typische Sluban-Steine, andere Farben, sonst natürlich identisch mit Klemmbausteinherstellern anderer Marken. Man schimpft ja immer, die Klemmkraft ist bei den neueren Sets nicht mehr so. Deswegen bin ich ganz gespannt und hoffe, dass das Ergebnis genauso wird wie beim vorhin erwähnten Jagdpanther. Euch jetzt viel Spaß bei den Fakten zum schwersten Panzer des Zweiten Weltkriegs und mir viel Spaß beim Suchen und beim Bauen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über den Jagdtiger, meine lieben Freunde, der aber natürlich typisch deutsch der damaligen Zeit viele verschiedene Namen hatte.
Das Sonder-Kfz 186 war das schwerste Panzerfahrzeug des Zweiten Weltkrieges und das mit der zweitlängsten Kanone aller Panzerkampffahrzeuge. Die 12,8 cm Panzerjagdkanone 44 L-55 wurde als Panzerabwehrkanone entwickelt und konnte in der Theorie auf 2 Kilometer eine 14,8 cm dicke Panzerung durchschlagen. Ergo auch jede andere Panzerung von Fahrzeugen, die näher waren. Die Frontpanzerung am Jagdpanzer 6 betrug 25 cm, was quasi eines undurchdringlichen Schutzschildes gleichkam. Gängiges Muster der damaligen Entwicklung von Panzerfahrzeugen war, hier dem Tiger II bzw. des Panzer VI einen Jagdpanzer entgegenzusetzen. Dieser Grundentwurf des Jagdpanzer VI bekam im Frühherbst 1943 die Zustimmung von Adolf Hitler und im Frühling 1944 war der erste Prototyp hergestellt. 150 Jagdtiger sollten hergestellt und dann die gesamte Produktion zugunsten des Panzer V des Panthers eingestellt werden. Diese Anordnung wurde aber gecancelt und die Produktion im Januar 1945 wieder schleunigst und eilig aufgenommen. Durch die anhaltenden Bombardierungen der reichsdeutschen Rüstungsindustrie konnten nur 77 Einheiten ausgeliefert werden. Gerade die Kanonenherstellung war von den Bombardierungen besonders getroffen, so dass in einigen Fahrzeugen die 8,8 cm Panzerabwehrkanone 43-3 L-71 eingebaut wurde. Diese letzten 14 Fahrzeuge wurden dann sogar Sonder-Kfz 185 genannt. Die zwei mit Jagdtigern ausgestatteten Einheiten kämpften an der Westfront, ein Panzerjägerbataillon und ein schweres Panzerbataillon. Das erste wurde im Rahmen der Ardennenoffensive 1944 eingesetzt und kämpfte zur Verteidigung des Reiches bis März 1945 an der Brücke von Remagen und im Ruhrkessel. Der Jagdtiger wurde mit dem gleichen Maybach-Motor wie viele kleine andere Panzer ausgestattet und verbrauchte aufgrund des Gewichtes dadurch Unmengen von Treibstoff, der zum Ende des Krieges ein rares Gut war. Außerdem war er dadurch fast unmanövrierbar, sehr langsam und aufgrund seines Äußeren so gut wie kaum zu verstecken oder zu tarnen. Der Jagdtiger hatte 2 Ladeschützen, um die Kanone im Gefecht hier die Feuerrate aufrecht zu erhalten. Trotzdem wurden die meisten Fahrzeuge von Granaten und Bazooka-Beschuss in die Ketten auf die Laufräder ausgeschaltet, denn hier war der Jagdtiger genauso verletzlich wie jeder andere Panzer der damaligen Zeit. Nach 2,5 Stunden steht unser Königstiger hier auf meinem Bautisch, wobei es ja nicht wirklich der Königstiger ist, es ist der Tiger II, das Sonder-Kfz 186, um genau zu sein, da ich gar nicht den Tiger II gebaut habe, sondern den Jagdtiger, den Jagdpanzer 6. So, jetzt, wie ich schon erwähnt habe, sehr viele Namen für ein Fahrzeug. Es hat Spaß gemacht zu bauen, da gibt es überhaupt nichts, was ärgerlich ist, außer die vielen Aufkleber. Ihr seht sie ja auch schon ein bisschen glänzen, deswegen habe ich extra mal das Licht so gemacht, damit ihr das seht. Die hätte man sich auch sparen können, beziehungsweise ja, werde ich sie auch wieder abknibbeln. Ich habe jetzt nur mal die drauf gemacht, weil ich finde, dass ihr mal einen Eindruck bekommt. Ich will euch ja hier das ganze fertige Modell zeigen. Oben den Tiger II, unten halt den Jagdtiger und hier vorne in grün haben wir unsere SIS 2 M1943er Pak 47 mm aus Russland. Da ist sie, da kommen wir aber zu späterer Stunde, wollte ich schon sagen, späterer Minute dazu. Also ein schöner Bau, war wirklich kein Problem. Anleitung war auch ganz verständlich. Ich habe teilweise digital gebaut, denn Sluban hat ja eine niederländische Dependance, also ist der Importeur für Europa. Da kann man auch Fehlteile sich monieren lassen bzw. zuschicken lassen. Deswegen schaue ich dort immer nach und da gab es halt auch die Anleitung digital für dieses Set. Ja, Steine haben wir eine Menge über, ist ja klar, weil wir hier das zweite Modell gebaut haben. Deswegen hier eine ganze Tüte über. Finde ich immer ganz gut, hatte ich hier auch. So hat man dann ein bisschen Sluban-Teile-Portfolio, gerade wenn es hier um diese Tarnfarben militärisch geht. Bei den Deutschen finde ich das ganz gut, wenn man so ein bisschen über hat, wenn man das zweite Modell baut. Dann haben wir ganz viele Blister gehabt, beziehungsweise Trays, Blister ja nicht, mit diesen Waffen. Die habe ich jetzt hier mal rausgeknipselt und eine extra Tüte gepackt und die Seite gelegt. Denn unsere Figürchen, ich halte es euch mal hier in die Kamera, hier unser
Panzerfahrer. Diese Figürchen sind ja so eine Art Mischung aus irgendwie, ja, Lego und Playmobil. Der hat hier also ein Schirmchen mit Kopfhörer, Kombiteil. Die werden ja zusammengesteckt. Ihr habt es gesehen, die haben so ein Rückgrat und immer hier so ein kleines Röckchen. Von hinten nicht bedruckt, aber eine Aufnoppe haben wir hier. Also wir können das Figürchen von hinten aufnoppen und auch von unten. Dann haben wir hier unseren Rotarmisten mit Helm. Guckt nicht so nett, hat seine PPSH Maschinenpistole, hinten einen Rucksack, großer Brotbeutel und diesen großen Helm. Dann haben wir hier weiter unseren Rotarmisten mit seinem DP Maschinengewehr, Rucksack und dieser bestimmt schön warmen Mütze. Hier auch der Torso bedruckt und hier dieses größere Rockteil und auch aufnoppbar. Und dann unseren Wehrmachtssoldaten mit Sturmgewehr oder Sturmkarabiner mit einem anderen Rucksack, den wir auch hinten so aufnoppen können. Helm und auch, ja, wie soll ich sagen, böseren Gesichtsausdruck und auch Druck auf dem Torso. Das sind die Minifiguren. Ich muss sagen, ich bin kein Fan dieser Minifiguren. Das ist mir zu sehr Spielzeug. Da abstraktiert Kobi schon viel besser, das muss ich sagen. Da ist Kobi wirklich dann, ja, Klemmbaustein, Modellbauartig für Erwachsene. Hier Kinder spielen zu lassen, finde ich blöd. Was irgendwie auch ulkig ist, ist, dass wir sehen, dass hier unser Tiger 2 sogar über die Kanone rüberfährt. Die Leute laufen dann weg. Ja, aber eigentlich war ich ja bei den Stickern ganz am Anfang mal so als Head geblieben. Hier seht ihr das Licht, was so glänzt. Das war bei dem 0859 etwas anders. Seht ihr, selbst wenn ich hier so das Licht drauf ballern lasse, da sieht man nur leicht die Folien. Da waren die Aufkleber irgendwie besser. So, kommen wir zum Highlight, den Teiletrenner von Sluban, das Krokodil. Nee, Spaß. Kommen wir halt zu unserem Jagdtiger. Also da seht ihr schon die Aufkleber. Die packe ich weg. Sie waren zwar auch zweiteilig dabei, ich habe mal beide drauf gemacht, also hier einmal das Balkenkreuz und die Nummer und hier auch wieder Balkenkreuz und Nummer. Also es gibt einen großflächigen Aufkleber und es gibt einen zweigeteilten. Das hier ist der zweigeteilte, deswegen ist es auch schief. Und da einmal den großflächigen. Dann haben wir hier so Schnee, soll das glaube ich sein, das kommt weg. Hier haben wir dann das Rohrreinigungskit, sage ich mal. Und da hinten zum Ankurbeln des Motors, die wurden ja wirklich hinten angekurbelt zum Starten. Das alles als Aufkleber, aber das braucht man nicht. Und generell ist diese Nummer hier ja auch fiktiv, denn es ist hier die Nummer des Königstigers. Das Set heißt irgendwie Schlacht um Budapest, glaube ich. Dabei steht dieser Königstiger aber in einem Museum an den Ardennen. Und ich habe euch ja auch erzählt, dass dieser Königstiger da im Hintergrund ja auch dort eingesetzt wurde. Deswegen werde ich hier, wie gesagt, die Aufkleber wieder abmachen. Auch diese Luken und diese Ketten hinten. Und werde versuchen, das Ding irgendwie, vielleicht baue ich mir da sowieso noch Ketten dran. Habe ja genug Kettenglieder über in der Tüte. Habe nämlich, und da komme ich gleich zu, da haben wir noch Kettenglieder über, hier die Ketten etwas strammer gespannt, damit es besser aussieht, das Fahrwerk, damit auch dieser Knick drin ist, wobei hier auch dieses 2x2er Teil da ein bisschen inverted, ein bisschen mithilft, aber sonst hängen die Ketten zu sehr durch. Ähnliches Problem, was wir hier auch beim Jagdpanther haben. Da hängen die Ketten auch so durch, das mag ich nicht. Natürlich leidet dann darunter ein bisschen die Rollbarkeit. Das geht jetzt hier nur ein bisschen mit Aufwand. Der rollt halt nicht jetzt so wie der hier. Der rollt da ein bisschen besser. Schauen wir mal. Sogar ein bisschen länger, ihr seht es. Ne? Trotzdem haben wir halt hier ein schöneres Fahrwerk mit Technikelementen. Das gefällt mir. Generell Bautechniken, das übliche mit Hinges, das fand ich ganz cool. Das Rohr ist lustig, weil wir hier zwei Gummiräder haben und dann hier Technik-Zahnräder. Aber trotzdem kommt es gut weg. Eine schöne Mündungsbremse. Hinten, der Motorbereich ist ein bisschen langweilig. Das war beim Panther besser. Von hinten dann auch typisch dieser Maybach-Motor. Ihr seht schon da unten mit Hinges gemacht. Also ein schöner Bau. 2,5 Stunden habe ich gebraucht, weil ich im Discord ein bisschen am Quatschen war und weil das Kettenknüpfen halt ewig dauert. Ihr habt es gesehen. Schön hat auch das MG, das wir oben drauf machen können. Also es gibt ja wirklich nicht viel zu meckern. Ich zeige Ihnen euch nochmal von unten. Bautechnisch und was ich hier richtig krass finde, ist ja der Preis. Das Ding kostet 40 Euro. Wenn ich überlege, dass ich jetzt hier keine
wie heißt es im Volksmund in der Community, Sluban-Klemmkraft habe. Die habe ich hier wirklich nicht. Ich habe halt hier eine bessere Klemmbausteine-Klemmkraft, aber nicht diesen schlechten Klemmbaustein-Ruf, den Sluban hat. Die Sticker, klar, sind Grütze und ich mag eigentlich Sticker, aber da werde ich, wie gesagt, mir andere Lösungen einfallen lassen. Aber ohne Sticker sieht dieses Ding wirklich nicht schlecht aus. Auch oben hier, die Luke ist schön angedeutet. Das gefällt mir. Bautechnisch gab es nur zwei Schwächen. Das ist hier, wenn wir diese Schräge anbringen, weil wir hier von oben drücken müssen, dann löst sich das hier. Habe ich dann aber einfach mit einer Teil drunter gedrückt, von oben gedrückt und fertig. Das war's dann. Also ich habe hier wirklich keine Probleme gehabt. Wir bauen hier unten ganz normal das Laufwerk mit Technik, Pins, Kreuz, also mit Kreuzaufsatz und unten Pin und alles easy peasy. Also dieser Panzer hat ja vielleicht wirklich die Altersempfehlung 10, 12, 14, überhaupt kein Problem. 10 vielleicht nicht, 12, 14, aber dafür sieht er auch wirklich nicht schlecht aus. Wie gesagt, mir gefällt ja die Farbe, das habe ich euch vorhin schon bei der Einleitung gesagt. Ich mag das. Es kommt so ein bisschen an die originale Lackierung damals dran. Die Nummer ist falsch und ja, das Maschinengewehr hier vorne und das Licht, das ist vielleicht ein bisschen zu sehr dann wieder Kinderspielzeug. Aber sonst finde ich, geht das auch als Erwachsene. Gerade wenn euch vielleicht in eurer Kobi-Sammlung der Jagdtiger fehlt, dann ist das hier die günstigere Alternative und schlecht sieht er wirklich nicht aus. Ich finde ihn richtig, richtig gut, meine persönliche Meinung. So, kommen wir aber noch zur Panzerabwehrkanone. Da haben wir hier zwei Granaten dabei. Wir haben sogar hier oben so Gummigranaten. Das ist dieses Thema mit dem Spielzeug wahrscheinlich. Diese Spitze haben wir sogar noch einmal extra in der Tüte dabei, damit sich keiner pieksen kann. Also hier, pieks, pieks, ihr euch nicht. Dann haben wir hier 3 Sandsäcke. Ja, finde ich nicht schlecht, wenn man hier so eine Pack baut. Und dann die Pack, die auch nicht schlecht aussieht. Die Farbe ist halt, ja, da vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Den Verschluss finde ich richtig gut gelöst. Und hier, ich weiß nicht, die Beine des Geschützes lassen sich nicht breit spreizen. Das liegt halt an dem Kugelgelenk hier in deren Hinge-Version. Aber auf den Bildern, die ich gesehen habe, war das ähnlich. Diese Kanone ist ja eine Panzerabwehrkanone und ja, hier vorne hatte ich auch ein bisschen meine Probleme, denn wir können ein bisschen so das drehen. Also es hängt auch nur auf so ein, es ist so gesteckt hier und das habe ich ein bisschen umgebaut, damit es besser hängt und hebt, weil wenn man das baut wie eine Anleitung, dann könnt ihr das hier wirklich rumdrehen wie ein, ja, keine Ahnung, also dann macht es keinen Spaß, sagen wir es mal einfach so. Da müsst ihr ein bisschen tun und ich habe auch ganz ehrlich hier ganz doll gedrückt, mit Einsatz von Körperteilen, die möchte ich euch nicht sagen, damit das hier etwas fester ist. Trotzdem sieht die Pack richtig gut aus. Also eine russische Pack, nice. Die werde ich irgendwo für verwenden. Das Grün ist halt die Farbe, die mir nicht gefällt. Und aber auch trotzdem hinten hier die Sporne auch ganz gut gelöst. Es sieht sehr, sehr original aus. Also diesen Spagat, den Sluban hier macht mit Spielzeug und dann doch irgendwie Modellbau, den verstehe ich nicht. Sie könnten vielleicht, wenn Sie diesen ganzen Kram hier weglassen mit diesen Playmobil-artigen Figürchen, ein bisschen mehr Details vielleicht, weil ich meine, guckt euch mal die anderen Sets von denen an. Das ist alles so wirklich Kriegsspielzeug. So ein bisschen, das müsste nicht sein. Also wenn Sie da wirklich sagen, komm her, wir ändern ein paar Sachen, dann könnten Sie vielleicht eine Alternative zu Kobi sein. Ja, Freunde, das waren jetzt hier fast 11 Minuten Fakten rund um das Fahrzeug. Es gibt gleich noch Detailfotos und dann von mir noch mal ein paar Worte zum Schluss. Ja, Freunde, während ihr hier ein paar Detailfotos bekommt, noch einmal der Hinweis, dass ihr natürlich dieses Set kaufen könnt. Ich habe euch einen Affiliate-Link unten in die Videobeschreibung gepackt, sowie 2 Links zu Wikipedia, die sich beide um die beiliegende Kanone drehen. Denn, Freunde, ich muss sagen, ich schwanke da ein bisschen, um welche Kanone es sich handeln könnte. Entweder um die 76 mm Divisionskanone M1942, die berühmte SIS-3, oder halt um die SIS-2, das ist die 56 mm Pack M1943. Ich habe halt gedacht, Panzer, Pack, das würde ganz gut passen. Vielleicht hat Sluban auch so gedacht. Aber eher wird es sich wahrscheinlich um die SIS-3 handeln, die ikonische Kanone der Sowjetunion, möchte ich mal behaupten, der damaligen Zeit. Denn über 103.000 Exemplare wurden von der Divisionskanone hergestellt und auch viele dieser Kanonen dienten innerhalb der Wehrmacht als 7,62 cm Feldkanone 288R als Beutegeschütz
und von den deutschen Soldaten wurde diese Kanone Ratsch-Bumm genannt. Dieser Begriff entstand durch die hohe Geschwindigkeit der Geschosse. Die deutschen Soldaten hörten scheinbar immer erst den Einschlag des Geschosses und dann den Abschuss. Traurig. Naja, also eher würde es sich um dieses Geschütz handeln. Wie gesagt, ich habe beide Wikipedia-Links euch unten in die Infobox gepackt. Somit komme ich ein bisschen meines selbst gesteckten Zieles der Informationsverteilung an euch nach. Und dann noch ein Nachtrag. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ihr an diesen Panzer natürlich vorne auch die beiden Luken aufmachen könnt. Seht ihr aber gleich im Review beziehungsweise den letzten Worten des Reviews, welche gleich hier im Anschluss folgen, meine lieben Freunde. Ja, Freunde, man kann ja über Sluban sagen, was man will, aber diese beiden Jagdpanzer von Sluban sind wirklich gut gelungen. Ich möchte euch wirklich nochmal zum Vergleich vielleicht das Video oben auf dem i zum Jagdpanther ans Herz setzen. Herz legen vielmehr, ich bin ja kein Chirurg. Freunde, was ich euch noch vergessen habe zu sagen ist, dass das Rohr hängt nur hier vorne auf einer so einer Noppe. Ihr kennt vielleicht dieses T-Stück für Feuerwehrschläuche, Pneumatik. Da hängt das Rohr nur drauf und deswegen neigt es dazu, leicht runter zu hängen. Deswegen sieht man auch, dass auf dem ganzen Karton überall immer das Rohr nach oben gezeigt wird, weil da ist es dann stabil. Also ihr seht hier, ups, es hängt nur auf so einer kleinen Aufnahme. Ebenso ein bisschen schwierig ist, wenn man so das Rohr hat, man kommt nicht an die Luken dran, die habe ich euch vergessen zu erwähnen. Da könnte man eine Figur reinstellen, wenn man das möchte. Und diese kleine MG-Wulst hier vorne, die hängt auch auf einer Noppe und die ist ein bisschen Sluban-artig, die geht leicht ab, also dieses Vorurteil mit den schlechten Steinen. So, jetzt noppe ich es mal wieder auf. Ach ja, und die Farben, wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache. Mir gefällt es, ich habe es gerade schon gesagt, ich denke da immer irgendwie an Erbsen, an Schokolade und an Kartoffeln, beziehungsweise Erbsen, Kartoffeln und Gravy, also brauner Soße. Da kriegt man Hunger. Nee, Spaß, es geht so ein bisschen wirklich in die Richtung, wie die Fahrzeuge damals lackiert waren. Aufkleber geschenkt, habe ich euch gesagt. Ich will es jetzt nicht wiederholen, aber der Stickerbogen ist mir gerade beim Vorbereiten hier zum Abschluss nochmal vor die Hand geflogen und ja, der ist wirklich... Entschuldigung Sluban und Entschuldigung alle, die Sticker mögen, weil ich mag sie auch. Ich kenne viele tolle Leute, die Sticker machen und so, aber dieser Stickerbogen ist mir too much, zu viel, gefällt mir nicht. Da werde ich gucken, ob ich irgendwo beim Kubi-Set welche über habe. Die mache ich ab und dann knibbel ich die da drauf. Dass wir viele Teile haben, ist super und diese Pack ist halt auch klasse. Schreibt mir bitte eure Meinung mal und vor allen Dingen eure Erfahrung mit Sluban unten in die Kommentare. Würde ich echt gerne wissen, um da mal ein bisschen meinen Wissensschatz aufzufrischen, zu erweitern, wie eure Erfahrungen sind. Also bitte, bitte unten in die Kommentare ballern. Und dann, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen was für den Algorithmus tun könntet, nämlich dieses Video vielleicht teilen, mal anderen zeigen, die vielleicht von Sluban noch gar nicht so eine Clue haben, denen mal sagen, ey, guck mal, der Blockstar hat da 1, 2 Sluban-Panzerchen vorgestellt, die gar nicht so schlecht sind. Also da werdet ihr mir wirklich eine tolle Hilfe für meinen Kanal. Daumen hoch, Daumen runter, Glocke drücken, Abo kostenlos mitgreifen, das wäre wirklich klasse. Jetzt lasse ich euch raus in den Sommer. Freunde, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.